Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer so ein Blatt vor sich hat, der weiß, er kann es beschreiben, er kann es aber auch bedrucken. Und das bedeutet normalerweise, einen großen Drucker zu haben, den man nicht mal eben irgendwo mit hinnehmen kann. Geht aber auch anders mit dem Munbyn, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ITP04, einem portablen Thermaldrucker, der wirklich unter 800 Gramm wiegt. Also den könnt ihr auf jeden Fall mal eben mitnehmen. Dann könnt ihr noch verschiedene Größen bedrucken, A4, B5, A5, all das geht. Wir gucken uns das Ding heute einmal im kurzen Check an mit euch gemeinsam. Ja, zunächst mal der Blick außen drauf. Also zunächst mal portabel, ich habe es gerade eben schon gesagt, unter 800 Gramm wiegt das Ding ohne Rolle, also insofern ohne Probleme mitzunehmen. Es ist ein Thermaldrucker, sprich ihr braucht spezielles Papier dafür, das muss man halt wissen, also solches wie hier dieses Thermalpapier quasi. Dafür braucht ihr aber auch keine Toner oder keine Tinte, das ist halt das Gute. Es gibt drei verschiedene Farben, einmal weiß, einmal Schweinchenrosa, einmal schwarz. Wir haben hier die weiße Variante und das Ganze ist natürlich haltbar, es verwischt nicht so leicht wie Tinte und ist dann ähnlich auf einem Niveau wie Toner. Hier klare Ausdrucke und ich habe es gerade eben schon gesagt, ihr braucht eben keine Tinte und keinen Toner. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ihr könnt also immer out of the box drucken. Gucken wir nochmal hier auf die Seite. Was haben wir hier noch? Die Modellbezeichnung scheinbar auch noch B8, also einmal ITP04, aber nochmal B8. Wir sehen dann hier die Größe, also 29 cm mal 9 mal 6, also auch sehr kompakt, kriegt ihr auf jeden Fall in eure Tasche rein. Wiegt 756 Gramm, ich habe es vorhin schon gesagt, unter 800. Es hat einen Akku mit drin, also den könnt ihr natürlich aufladen und zwar via USB-C. Ihr könnt aber auch einfach mit Kabel drucken, logischerweise. 203 dpi, 304 dpi ist die Auflösung. 2600 mAh ist der Akku groß, kommt ihr locker mit über den Tag und ihr könnt halt bis 216 mm drucken. Das ist etwas größer als A4 und wie vorhin schon erwähnt, ist das hier ein Thermaldrucker, der eben auf Thermalpapier druckt. So, gucken wir es uns einmal an, packen aus, was denn hier so drin ist. Also als erstes haben wir hier oben einmal es liegt so separat bei, ein USB-Card-Reader. Okay, ja, kann man immer gebrauchen, sage ich jetzt einfach mal. Dann, was haben wir hier? Eine Anleitung. Okay, das scheint dann nochmal wichtig zu sein. Und zwar geht es hier im Wesentlichen darum, dass ihr für den Druck vom Handy eine App verwenden müsst. Und die ist hier auf der Vorderseite auch über den Code zu erkennen und nennt sich SharpFox. Ihr sollt aber eben das Gerät nicht mit eurem normalen Bluetooth, über die Bluetooth-Funktion von eurem Handy direkt verbinden, sondern in der App. Das wird hier nur nochmal erklärt. Okay, probieren wir aus. Funktioniert mit Sicherheit auch. Dann haben wir hier die Anleitung. Die ist tatsächlich auch in halbwegs gutem Deutsch übersetzt. Also einmal eine deutsche Variante, wobei so viel gibt es hier tatsächlich nicht zu wissen. Ein paar Sachen kann man sich nochmal angucken, aber die meisten Sachen werdet ihr schon wissen, wenn ihr dieses Video gesehen habt. So, was haben wir hier noch? USB-C auf USB-A-Adapter. Okay. Ja. Den braucht man, glaube ich, für den Mac. Zumindest wird das angegeben. Dann haben wir hier ein USB-A, USB-C-Kabel. Okay, man kann also aus meiner Sicht zumindest theoretisch einfach ein USB-C, USB-C-Kabel nehmen. Dann braucht man den Adapter nicht und kann sich dieses Kabel hier schenken, weil das ist ja letztlich nichts anderes. Probiere ich aber gleich dann auch mal aus und sage euch, ob es funktioniert. So, ansonsten haben wir hier, glaube ich, jetzt nichts mehr drin. Wie gesagt, wir haben die weiße Variante. Weiß oder schwarz wäre jetzt so meine Wahl. Das Rosa wäre jetzt nicht meine präferierte Wahl, aber gut, ist zumindest ganz nett, dass es auch in einer etwas anderen Farbe oder vielleicht außergewöhnlichen Farbe angeboten wird. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns das Ding jetzt mal im Detail an. So, das ist er also, der ITP04, wie gesagt, knapp unter 800 Gramm, das merkt man auch. Ansonsten von der Qualität und Verarbeitung her ist das schon in Ordnung, da knarzt nichts. Hier ruckelt es natürlich ein bisschen, weil da die Rolle drin ist. Dann haben wir hier einmal den Ein-Ausschalter mit einem kleinen LED-Ring außenrum. Der LED-Ring gibt dann auch an, ob ein Problem vorliegt oder ähnliches. Jetzt hier zum Beispiel, logischerweise, das Papier ist nicht richtig eingelegt, ist aber klar, weil die Rolle ja noch drin ist und noch nicht eingerichtet ist sozusagen. Hier vorne haben wir dann den Schlitz, wo quasi das Papier rauskommt. Ihr seht oben die leichten Zähne, um es dann abzureißen. Das gilt in dem Fall für hier die Rolle. Hier auf der Seite und auf der anderen Seite jeweils eine Verschlusskappe oder wie immer ein Hebel, mit dem ihr dann das Ganze gleich öffnen könnt. Hier der USB-C-Port, um zu laden bzw. über euren Rechner zu drucken. Und auf der Unterseite dann die entsprechend gummierten
Füße, was dafür sorgt, dass das Ganze hier auch nicht hin und her wackelt. Finde ich persönlich ganz praktisch. Das ist das Innenleben vom Drucker. Hier seht ihr dann die Thermalpapierrolle. Ihr könnt zum einen mit diesen Rollen drucken, ihr könnt aber auch mit Endlospapier im Sinne von ja, stapelbarem Papier sozusagen drucken. Hier oben seht ihr dann die Heizschleife und das ist bei Thermaldruckern ja so, dass über die Hitze auf dem Papier quasi der Druck erzeugt wird. Die müsst ihr auch regelmäßig immer mal reinigen. Und ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, wir haben verschiedene Rollengrößen, also nicht nur A4 in der Breite, also beziehungsweise nicht nur in der Breite, wie die Breite von A4 ist, sondern auch kleinere Größen. Und dazu haben wir dann hier diesen kleinen Mechanismus, den ihr verschieben könnt, sodass die Rollen dann auch sauber drin sitzen. Finde ich ja persönlich immer ganz gut, damit das nicht so hin und her schlackert. Gerade wenn ihr mobil unterwegs seid, auch wichtig, dass die Rollen halt eben in ihrer Fassung gehalten werden und deswegen lässt sich das hier einfach manuell hin und her schieben und anpassen. Ja, was gibt es hier sonst noch zu sagen? Die Rolle muss halt so eingelegt werden, dann muss das Papier vorgezogen werden. Ich denke, das dürfte jedem klar sein und dann kann der Druck theoretisch auch schon losgehen. Das Ganze, was wichtig ist, wir gucken jetzt gleich einmal über USB-C und wir drucken auch einmal über die App, sodass ihr dann beides seht, wie es funktioniert. Und das Schöne ist, es ist beides super easy einzurichten. So, fangen wir an mit dem Mac, denn ich habe auf meinem MacBook jetzt einfach nur den Treiber heruntergeladen und das Kabel angeschlossen und wie vorhin schon erwähnt, ihr braucht nicht diesen Adapter nutzen, könnt einfach ein USB-C auf USB-C Kabel nehmen, dann klicke ich hier einfach nur auf Drucken und schon geht das Ganze los. Also wirklich super easy in der Einrichtung und ihr seht jetzt gleich, das Papier kommt hier vorne, also auch von der Rolle, die ja jetzt im Drucker sozusagen verblieben ist, kommt das Papier jetzt hier vorne raus. Und ihr seht hier vorne, dass, ja, dass das Ganze natürlich über die Abrisskante dann so ein bisschen abgezogen werden muss. Das ist dann bei dem stapelbaren Papier nicht so, aber bei der Rolle müsst ihr natürlich dann abreißen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich war jetzt teilweise ganz zufrieden mit meinem Abriss. Manchmal hat es aber auch nicht so gut geklappt, aber das ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen Übungssache. Wer da des Öfteren vielleicht Frischhaltefolie oder ähnliches von so einer Rolle abreißt, der kriegt es dann wahrscheinlich besser hin. So, gucken wir mal, wie es jetzt klappt. Ja, das hat doch ganz gut geklappt, sieht sogar ganz gut aus, der Rand. Gucken wir uns jetzt mal das Druckbild an, das geht für mich völlig in Ordnung. Also ihr seht hier, wenn ihr da mal eine Liste ausdrucken wollt, wenn ihr im Lager irgendwie seid oder wenn ihr unterwegs seid und irgendwie einen kurzen Brief ausdrucken wollt oder sowas, alles kein Problem. Bei den Rollen ist es natürlich so, dass das Papier sich so ein bisschen einrollt auch, das habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Das lässt sich aber, wenn ihr es glatt macht, geht es auch ohne Probleme oder halt ihr nehmt das stapelbare Papier. Dann habt ihr allerdings, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, natürlich etwas mehr Platzbedarf als mit diesen Rollen. Das Coole bei den Rollen ist halt, sie sind da mit drin. Es gibt verschiedene Größen. Bei dem stapelbaren Papier ist das nicht so. Ihr habt verschiedene Größen und könnt halt eben die Größe einsetzen, die ihr gerade braucht. Wenn ihr irgendwie eine Artikelliste druckt und die kann schmaler sein, dann ist das auch hervorragend. Also es geht auf dem Mac, es geht auch unter Windows, beides super easy. Ich habe es jetzt auf dem Mac hier ausprobiert. Wie gesagt, Treiber runterladen, den Drucker einmal suchen und schon ist das Ding da. Das geht wirklich total einfach. Ja, und mindestens genauso einfach geht es tatsächlich in der App. Die ist für iOS und Android verfügbar, nennt sich SharpFox und ihr könnt dann hier quasi einfach den Drucker, wenn ihr den in den Kopplungsmodus versetzt habt, verbinden. Das habe ich hier schon getan. Dann wählt ihr die Rolle aus, entweder über die Rolle, über die Rollenpapierfunktion, über das Faltpapier. Das sind ja die zwei Optionen, stapelbares Papier, Faltpapier. Könnt ihr dann hier angeben, wie groß euer Papier ist. Und schon könnt ihr theoretisch loslegen. Hier gibt es unten verschiedenste Optionen. Also ihr könnt diverse Office-Formate drucken, TXT. Ihr könnt aber auch einfach was einscannen, beziehungsweise einscannen im Schrägstrich abfotografieren und das drucken. All das ist möglich, kein Problem. Gibt dann hier noch verschiedene andere Varianten, Ausweisdrucken, da wird dann einfach nur, werden die Bilder so ein bisschen arrangiert. Wir machen jetzt mal Fotodruck, damit ich nicht nur Text gezeigt habe, sondern auch mal ein Foto. Jetzt geht hier zum Beispiel so eine Collage, das wäre jetzt Fotopuzzle rechts oben. Wir drucken jetzt aber nur ein Bild, weil ich hier nur dieses Icon habe. Jetzt muss man sagen, die Auflösung von dem Bild ist nicht hervorragend, aber ich würde sagen, wir bekommen da schon einen vernünftigen Druck raus. Theoretisch können wir das jetzt hier noch zuschneiden und so weiter und so fort. Und da seht ihr auch schon, dass das für einen A4-Druck eigentlich zu klein ist, also die Auflösung von dem Bild, aber wir drucken es jetzt einfach mal, denn ihr habt ja vorhin schon gesehen, 200/300 ppi kann das Ding drucken. So, das ist das Bild. Dann habt ihr hier verschiedene Einstellmöglichkeiten noch. Wie viele? Ist die Rolle richtig? Habt ihr Text oder Bild? Ihr könnt die Druckintensität einstellen und halt eben das Ausgabeformat. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Und wir werden jetzt relativ schnell sehen, dass das Ding anfängt zu drucken. Und es geht wirklich fix. Also vom Ansteuern
bis zum Ausdruck geht es wirklich sehr, sehr fix. Das ist ist wirklich faszinierend, wie schnell das geht. Der Drucker reagiert da auch sofort. Das ist wirklich richtig gut. Gerade wenn ihr vielleicht irgendwie im Lager seid und wollt mal eben schnell nacheinander ein paar Sachen drucken, überhaupt kein Problem. Ich drehe es mal rum, sodass das Bild jetzt auch etwas visibler wird, bevor wir es dann gleich auch abreißen. Und ihr seht hier, es ist jetzt natürlich sehr großformatig. Ich habe vorher schon gesagt, die Auflösung ist nicht so gut. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, das geht schon sehr, sehr, sehr in Ordnung. Also für diese portable Druckfunktion auf dem Thermalpapier geht das hier, würde ich denken, absolut in Ordnung. Bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Aber das Druckbild ist in Ordnung. Man darf halt natürlich damit jetzt nicht ständig nur Fotos drucken müssen. Das ist nicht Sinn und Zweck von diesem Drucker. Ja? Es geht darum, Listen zu drucken, wenn ihr unterwegs seid, im Café vielleicht mal eben einen Brief auszudrucken oder halt unterwegs, wenn ihr mit dem Business unterwegs seid, mal einen Brief auszudrucken, zu unterschreiben, wieder einzuscannen oder whatever. Also all diese Möglichkeiten bestehen ja und dafür ist die Auflösung mehr als ausreichend. So, jetzt muss man natürlich noch sagen, es gilt natürlich kein Farbdruck, sondern nur schwarz-weiß, aber ich denke, das war allen klar. Aber neben verschiedenen Systemen könnt ihr natürlich auch, habe ich euch vorhin auch schon gesagt, verschiedene Formate drucken. Ihr habt ja noch weitere Rollen mitgeliefert in diesem Dreier-Rollen-Set sozusagen. Dann einfach, wie vorhin schon erwähnt, hier diesen Einrast-Button so weit randrücken, dass die Rolle sauber einsitzt. Und dann könnt ihr natürlich auch auf kleineren Formaten als jetzt unbedingt A4, zum Beispiel irgendwelche Produktlisten, ich habe jetzt hier einfach mal ein blödes Beispiel gemacht, oder auch ähnliche Dinge drucken, je nachdem wie groß ihr oder welches Format ihr halt eben gerade benötigt für das, was ihr denn da ausdrucken wollt. Und dadurch, dass der Wechsel der Rollen halt auch wirklich super einfach ist, könnt ihr auch mal eben zwischen den Rollen hin und her switchen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt keine Artikelliste drucken, sondern ich will womöglich, keine Ahnung was, irgendwie eine Art Ausweis drucken, da brauche ich dann halt vielleicht eine noch schmalere Rolle, so wie hier die kleinste mitgelieferte Rolle und ich will da jetzt irgendwas drauf drucken, was so Richtung Ausweis geht oder eine kompakte Liste, die ich mitnehmen will, dann geht das halt super schnell und bedarf auch keiner großen Umstellungsmöglichkeiten. Ihr müsst halt nur das Ausgabeformat auf eurem PC, auf eurem Mac oder in der App halt eben ändern und schon könnt ihr dann auch mit den kleineren Rollen drucken. Macht es ganz spannend, gerade wenn man halt eben nicht nur A4 drucken will oder eben öfter mal auch zwischen verschiedenen Formaten hin und her switchen muss, dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man da auch das schnell und einfach sowohl im Druckbereich als auch mit dem Drucker dann entsprechend ändern kann. Ja, ich durfte den ITP04 jetzt 2 Wochen lang intensiv nutzen, bevor er dann zurückgeschickt wird. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Das Ding ist super leicht, unter 800 Gramm, ohne Rolle, mit Rolle knapp über 800 Gramm. Ihr habt verschiedenste Rollen bzw. Größen, also für jeden Bedarf ist was dabei. Wenn ihr eine schmalere Größe einfach nur braucht, weil ihr eine Art Kassenbon druckt oder sowas, alles kein Problem. Der Akku hält auch wirklich lange, das muss man ganz klar sagen. Ihr könnt einmal über USB-C natürlich mit eurem Mac oder Windows drucken oder halt eben mit dem Smartphone eben auch mobil und da kommt euch zugute, dass der Akku halt wirklich über einen Tag hält. Ich habe natürlich jetzt nicht ständig gedruckt, aber einen Tag kommt man damit locker aus, wenn man nicht 24 Stunden am Stück druckt, logischerweise. Das ist also überhaupt kein Problem. Grundsätzlich von der Verarbeitung und so weiter alles perfekt. Da gibt es wirklich nichts zu makeln, hat alles gut funktioniert. Das Einzige, was war, der Schieber für die Größe war so ein kleines bisschen schwergängig, ansonsten alles wirklich in Ordnung. Man darf nicht vergessen, man muss natürlich Thermalpapier nachkaufen. Das ist so ein bisschen das, was dann ersetzt, dass ihr keinen Toner und keine Tinte habt. Finde ich persönlich aber in Ordnung, denn es ist ja auch kein Drucker, mit dem ihr jetzt 500 Seiten am Stück drucken solltet. Was kostet das Ding? Knapp unter 100 Euro. Mit der Rolle zusammen gibt es dann so ein Angebot irgendwie für knapp 100 Euro. Ich finde, das geht in Ordnung, wenn man den Anwendungszweck dafür hat. Wie findet ihr das Teil? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.